Aufräumen bedeutet für mich, meinen KundInnen dabei zu helfen, Dinge aus der Vergangenheit loszulassen, die sie nicht mehr brauchen. Der Haupteinsatzort wird, denke ich mal, hier sein, ja. Hey, wie super ihr seid. So, der Regenbogen, den du gerade schon erwähnt hast. Das ist ein halber Spielzeugladen. Also ich bin ein bisschen ängstlich, dass wir nicht fertig werden. Man kommt hier und da mitunter schon sehr in Zeitdruck und da hilft es dann, einen kühlen Kopf zu bewahren. Wusstest du, dass du 2 hast? Also ich bin auf alle Fälle ein Sammlertyp. Also für mich ist halt weniger mehr. Ich sehe da hier und da Potenzial, dass es schon Diskussionen geben könnte. Mein Name ist Sabine, ich bin Aufräumexpertin und mein heutiges Projekt führt mich nach Wiesbaden zu Nico und Adrian. Dort geht es um einen Kellerbereich. Dort werden wir uns auf einen Raum konzentrieren, der langfristig in ein Büro umgewandelt werden soll. Also da soll aus der Wohnung das Büro in den Keller wandern und da bin ich sehr gespannt, wie weit wir kommen. Guten Morgen. Wie geht's euch? Sehr gut. Hallo. Hi. Hallo, hallo. So, wir gehen heute den Keller an. Ja. Was ist denn euer Ziel für heute? Struktur. Ja, ich bin Nico, bin 40 Jahre alt, arbeite in Frankfurt als Pilot und das ist mein Mann Adrian. Genau, Adrian, 37 Jahre alt und ich arbeite im pädagogischen Bereich. Ja, was macht der Keller mit mir, wenn ich an ihn denke? Das ist tatsächlich so, dass ich da wie eine Art Druck empfinde die ganze Zeit und mir denke, das muss doch mal ordentlicher sein. Aber dieser innere Schweinehund ist trotzdem größer, als dass es dazu führen würde, dass ich das dann wirklich mal endgültig in Angriff genommen hätte. Und langfristig, habe ich rausgehört, wollt ihr das Büro von dir, Adrian, gerne aus dem Schlafzimmer runter in den Keller verfrachten. Das ist das Ziel. Ich glaube, wir haben schon einiges vor uns. Also ich will es jetzt nicht schönreden, wir haben schon ein bisschen was zu tun. Aber ich denke mal, 2 volle Tage würde ich schon einrechnen, weil du bist ja auch nicht die ganze Zeit dabei. Genau. Und ich habe noch was ich dir zeigen möchte. Was denn? Jetzt mache ich mal. Jetzt bin ich ja aufgeregt. Meine Gewürzschublade. Ah, Die ist Nico. aber schon vor dir entstanden. Wirklich? So, ja. Oh, wow. Wo hast du da die Inspiration dir hergeholt oder hast du das komplett selber gemacht? Ich meine, ich habe das komplett selber gemacht. Also Nico, ich bin schwer beeindruckt. Das macht mich sehr glücklich. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Alles alphabetisch sortiert, natürlich. So muss der Keller nachher auch aussehen. Das glaube ich, kriegen wir hin. Die größte Anforderung wird sein, dass Nico zufrieden ist. Das wird die größte Herausforderung sein. Und Thema Bücher ist ja ein großes, ne? Das stimmt, Da ja. schauen wir dann mal. Also da habe ich viele Abnehmer. Also wenn du dich da von ein paar trennen könntest, denke ich, wäre es sicherlich schön. Sehr gut. Kriegen wir hin. Dann würde ich sagen, gehen wir mal runter und schauen uns mal an, was da auf uns wartet heute. Alles klar, los geht's. So, heute unser Hauptort wird ja erstmal hier sein, ne? Der Haupteinsatzort wird, denke ich mal, hier sein. Ja, hier soll noch mehr Struktur entstehen, als sie schon ist. Es könnte gut sein, dass wir auch Dinge finden, von denen wir gar nicht mehr wussten, dass es sie gibt. Wir vermissen seit längerer Zeit zum Beispiel eine Box von Simpsons im Originalkarton. So ein Simpsons-Haus ist das, glaube ich. Ja, Figuren. Oder Figuren. Das stimmt. Wäre toll, wenn die wieder auftauchen. Das also wir wär wissen super. nicht, wo das abgeblieben ist. Super, dann können wir die schon mal irgendwie aufbauen. Ist halt die Frage, wo wir überhaupt anfangen. Zum Beispiel die Kleidung. Ja, die Kleidung. Vielleicht, dass die Kleidung weg ist, dann hätten in wir der die Mitte, Kisten nämlich genau, auch leer. genau. Also ich habe schon erste Versuche gemacht. Es sind einige Kinderklamotten von unserer Tochter bereits in Kisten gewandert, nach Größen und Art sortiert. Aber es ist leider noch nie zu Ende gebracht worden. Das kann sowieso alles weg, ja. Also das, was hier ist, Das sind Hausschuhe, Okay. Mützen, die zu klein Ja. sind. Kann alles weg. Kann alles weg. Okay, wow. Da werden wir vielen Familien und Kindern eine Freude Das ist machen. doch Da bin ich schön. mir sicher. War das alles sortiert und du schmeißt das alles in eine Tüte rein? kurze Frage, weißt du noch, wann wir die gekauft haben? in den USA, ne? Da hatten wir einmal den Koffer nicht bekommen, weißt Ja. du noch? Aber kamen die dann noch nach irgendwann die Nach Koffer? 3 Tagen. 3 Tage. Okay. Ja gut, aber Deshalb- muss man erst mal 3 Tage deshalb muss man muss man erst mal erst mal überleben. shoppen gehen. Ja.
Outfit. Oh mein Gott. Das ist richtig süß. Aber pass auf, das ist so und dann irgendwie, das habe ich nicht gelernt, und dann so ist es Genau, dann- süßer als auch Unsere allerliebsten süß. Oh Lieblingskleider. Aber wie geht's euch damit jetzt, wenn ich das mitnehme? Ist Ganz okay? klein bisschen Ja? traurig. Also meinst du Erinnerung? Ja, Ja, ich finde ich hätte eher gedacht, dass du da... Nee, sie ist herausgewachsen. Siehst du, jetzt bin ich der da. Also bei Klamotten bin ich ist denn hier schmerzfrei. Guck mal, wie schnell, wie super Halleluja. ihr seid. Nee, ich bin total überrascht über Kommt ja noch. Meine Themen kommen noch. Deine Themen kommen noch. seine Konsequenz an der Stelle. Hut ab. Ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt so emotional bin. Das ist. Oh, ich muss los. Okay, dann haben wir uns verquatscht, Wir aber machen vielen Dank. weiter und wir freuen uns, Genau, wenn du uns nachher wieder später wieder um unterstützt. 14 Uhr. Bis später. Guck mal nämlich, was hier sich noch verbirgt. Hier sieht so ein bisschen nach Technik aus. Wii und so. Genau, das sind alles Mögliche an Spielekonsolen, Ja. die ich hier in diversen Kartons auch entdeckt habe. Das ist auch eher mein Mann, der das Okay, bestellt. Aber das würde er bestimmt nicht hergeben wollen. okay. Vorne hatte ich gesehen, war auch noch so Super Mario oder so ein Ja, Kram. Okay. und wenn die dann hier final mal stünde, Ja, beschriftet ja. und eine zweite Genau. daneben, ist ja auch alles gut, Ja, da kann ich genau, gut mit okay. leben. Aber vorher war das wirklich auf 3 bis 5 Kartons verteilt und dazwischen waren andere Sachen und das nervt mich. Natürlich, ja, I weil du findest hate ja it. auch nichts wieder. Richtig. Also selbst wenn du es suchst, Genau. du weißt ja gar nicht, wo es ist. Ne? So ist es. Stellen wir das auch erstmal nur hier an die Seite. Vielleicht, Genau. Ist das sieht mir irgendwie so nach Erbstück aus. Ist das... Ja, könnte man meinen, aber das hat mein Mann bestellt, bestimmt bei eBay gefunden. Ja. Und Was ist das, ein Parkhaus ich glaube, das ist oder ein so, ne? Parkhaus, ein Kinderspiel, Cool. Parkhaus. Bestimmt schon historisch. Ja. Und bei Bares für Rares könnte man es vielleicht loswerden. Vielleicht ist es was wert. Muss ich ihn nachher mal fragen, ob das eine Antiquität ist. in die Eifel. wir ticken da komplett anders. Also für mich ist halt weniger mehr und ich liebe es einfach, sich frei zu machen von Dingen, die man nicht mehr braucht. Wir haben jetzt echt hier in der Mitte schon ein bisschen Platz gewonnen. Ich würde sogar vielleicht sagen, dass wir die schon mal raus rechts Ja. vielleicht in den Vorraum. Oder wir haben liegt jetzt- ja da jetzt nichts mehr kommen wahrscheinlich. Ne? Das hattest du ja Ja, alles. lass mich mal überraschen. Auch ich bin nicht perfekt. Vielleicht habe ich noch Das ist irgendwas. doch schön. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist so ein Sessel. Das ist eine Luftmatratze für den Urlaub. Ja, Könnte eben. ein Zelt sein. Ich wusste gar nicht, dass wir ein Zelt haben. Sieht nach Zelt aus, oder? Also ich hole es jetzt nicht ganz raus, weil das Ja. sonst nicht mehr... Auf Wunsch von Nico labeln wir auch die Sachen in der Kiste, weil er jetzt zum Beispiel selber gar nicht wusste, was ist denn jetzt in der Verpackung drin oder was ist in der Verpackung drin. Und deswegen haben wir jetzt da sogar auch innerhalb der Kiste nochmal beschriftet, weil einfach kein Bild oder nichts drauf war. Macht ja Sinn auch, ne? Klar. Ach, guck mal. Lichterketten für Weihnachten. Das kann auch noch mal Lichterketten, in die da kann man aber auch nie Weihnachts- genug haben, ne? Kiste. Ja. Gehen ja regelmäßig kaputt. Nee, man kauft sie einfach nach, weil man sie nicht mehr findet. Das auch. Ja. Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt schon mal benutzt haben. Ach, Mist. Das ärgert mich auch, weil ich eigentlich ja weiß, wir haben es irgendwo. Und dann greift man eben dazu, dass man es neu bestellt oder neu kauft, weil man sagt, ach, kostet doch eh nur 2, 3 Euro. Aber eigentlich geht es ja nicht um die paar Euro, sondern es ist ja total die Ressourcenverschwendung. So, und das schmeißen wir weg. Juhu, die erste Verpackung. Ich halte mich schon für sehr perfektionistisch. Also auf einer Skala von 0 bis 10 vielleicht 9,5. So ungefähr. Das ist kein gesunder Perfektionismus mehr, weil es mich auch teilweise im Alltag ja behindert und mich ja auch stört. Also es ist ja wie ein Druck, der auf mir lastet teilweise, wenn ich an meine Unordnung denke, die ja für viele gefühlt gar keine Unordnung ist. Aber für mich sieht das hier schon relativ unordentlich aus. Ja, weiß ich. Muss ich auch an mir arbeiten. Französischbücher, okay. Habt ihr eine Beziehung irgendwie zu Frankreich? Ich bin halb Franzose. Ach, du bist halb Franzose. Genau, und ich hatte auch am Anfang mit unserer Tochter Französisch gesprochen. Deswegen haben wir auch einige französische Bücher. Ja. Aber wie das so ist im Alltag, irgendwie geht es dann doch unter, wenn ich der Einzige bin, der Ja. Französisch spricht. Ja. Ich habe es dann auch gelassen und Okay. habe dann auf Deutsch weitergemacht. Und jetzt will sie auch nichts mehr auf Französisch Ja, okay. hören. Und Du, das kommt vielleicht Ja. irgendwann wieder in der Pubertät oder so, wer weiß. könnte sein, ja. Oder wenn dann die ersten Schüleraustausche anstehen oder so, ne? Ja. Also ich würde vorschlagen, wir machen mal mit den Verpackungen weiter. Ich weiß nicht, was du dazu sagst. Ja, sehr gerne. Thema Verpackungen. Das ist tatsächlich eines meiner Lieblingsthemen. In Kellern schlummern
unglaublich viele Verpackungen von Geräten, die wahrscheinlich seit 40 Jahren überhaupt nicht mehr existieren. Es geht immer um das Thema, ich möchte es mal wieder verkaufen, das Gerät. Ich möchte es für die Dauer der Garantie noch behalten und dann vergisst man es aber irgendwann. Oha. Nee, das ist ganz Zubehör. Das könnte man noch mal trennen zwischen eine Wintergarten-Esszimmerlampe. Ja, das finde ich immer ganz schön. Gar nicht. Es ist eben häufig erschreckend, dass es nicht nur 2, 3 Kartons sind, sondern eher 40, 50, 60. Und ich habe immer das Gefühl, man kann Keller an sich oder 1/3 eines Kellers innerhalb von einer halben Stunde aufräumen, in dem Moment, wo man einfach die Verpackungen entsorgt. Oh, das sieht mir aus wie ein Ernie oder ein Bert. Ich weiß immer nicht, wer ist. Das ist das Gleiche, oder? Das ist wirklich das Gleiche. Das ist jetzt aber wirklich mal ein gut, aber das ist das Play Family House. Aber vielleicht hat es auch einen Grund. Es kann sein, dass du dann sagst, wer ja, weiß. aber das gab es dann später und da waren die ganzen Figuren dabei. Deswegen habe ich einfach Sammleredition nochmal oder so. Wer weiß, wir das ganze fragen Ding ihn. gekauft. Wir fragen ihn. Ich stell das mal hier hin. Das ist ein halber Spielzeugladen hier. Ja, ein bisschen. Vor allem, weil alles noch original ist. Ne? Und vor allem weiß das, glaube ich, auch keiner mehr, dass das hier liegt. Aber der hat schon ein bisschen was mitgemacht. Ja, ich habe relativ viele Koffer. Dieses Modell hatte ich ursprünglich mal, als ich noch als Flugbegleiter geflogen bin. Damals gab es noch nicht so viele, die man so auf 4 Rollen so schiebt, sondern hat man eher so an so einer Leine hinterhergezogen. Das war so dieses Modell. Und das hat mich einige Jahre auch begleitet. Wie man hier an den ganzen Aufklebern sieht. ANA, Security, das muss irgendwo in Japan gewesen sein. Hyderabad in Indien. Und was hier? Ach, Mauritius. Ja, also der ist viel mit mir rumgekommen, auf jeden Fall. Aber den würde ich jetzt auch gerne jemandem geben, der ihn gebrauchen kann, weil ich habe ihn seit Jahren nicht mehr benutzt. Und das ist ein wunderbarer Hartschalenkoffer, der eigentlich noch gut funktioniert. Der Code ist 632 bei beiden, sehe ich gerade. 632. Schreibe ich mal, vielleicht mache ich ein Label drauf. Also Fliegen ist für mich nicht nur ein Beruf, sondern macht mir auch richtig Spaß. Ich sage auch immer, ich gehe nicht arbeiten, sondern ich gehe fliegen. Und ich mag das Miteinander mit den Kollegen. Man lernt ja immer neue Kollegen kennen. Ich habe tatsächlich sehr, sehr häufig KollegInnen aus der Fliegerbranche oder beziehungsweise gerade zu meinen Anfängen. Also als ich mit der Geschäftsidee des Ordnungscoachings an den Start gegangen bin, da habe ich tatsächlich intern bei meinen Kollegen Werbung gemacht und wollte mich erstmal so ein bisschen ausprobieren und habe dann wirklich einfach gesagt, hier, ich komme zu euch nach Hause und wir räumen da zusammen auf. Und das war sehr, sehr schön, weil wir doch als Kollegen da sehr schnell so eine gemeinsame Basis haben. Hallo! Hallo! Guck mal, wir haben schon ein bisschen was freigeschaufelt hier. Es sieht viel strukturierter aus. Also man ist erstaunt, wie viel Platz man wieder hat. Und ich bin auch erstaunt, was schon alles raus ist. Super. Und also du hast ein bisschen was zu tun tatsächlich. Das hier ist der ganze Berg, musst du mal durchgucken, weil da ist einiges an hier diesen Fisher-Price. Ganz kurze Trickfrage, Fangfrage. Wusstest du, dass du 2 hast? Ja. Sind das 2 verschiedene Die sind Editionen? modular einsteckbar, ja. Ah, okay. Wir haben uns nämlich schon gefragt, ob du 2-mal das Gleiche hast. Nein, okay. natürlich nicht. Das haben wir aber natürlich es auch sind nicht sehr gedacht. ähnlich zum Teil, das stimmt. Das ist nicht so dramatisch. Okay. Das ist ein Satz kommt. Das ist aber was wir jetzt an Paketen noch behalten haben. Briefmarken. Jetzt kommen wir zu den Briefmarken. Die Jahressätze, ne? Also ich bin auf alle Fälle ein Sammlertyp und ich glaube, das erste waren lustige Taschenbücher. Da werden wir auch noch Unmengen entdecken. Und das zweite waren dann Briefmarken, Überraschungsei-Figuren, was man halt so in den 90er Jahren gesammelt hat. Ne? Pass auf, Japan 100 Yen Shop. So, dass du, wenn du duschst, dass es nicht in die Augen kommt. Brauchen wir nicht mehr. Okay. Ah, wie geil! Schieße zusätzlich. Das ist zum Autoputzen. Ist noch nie benutzt. Die war hier in dem Kercherkarton. Und dieser Schlauch, der wahrscheinlich dazu gehört. Mega. Ja, das ist echt mega. Cool. Ich bin ziemlich erschöpft. Das war echt anstrengend heute. Man glaubt es gar nicht. Also nicht körperlich, aber man denkt ja automatisch auch sehr viel drüber nach. Was sind das jetzt für Dinge? Brauche ich die noch? Eruiert, wo habe ich das überhaupt her? Wo kommt das hin? Wo soll es jetzt hin? Also man ist schon im Kopf auch ganz schön gefordert. Viel geschafft, aber 2 Tage wird knapp, würde ich sagen. Also wir werden einiges selber auch noch machen müssen. Man erschrickt nur ob der Menge. Also es ist sehr, sehr viel. Also ich bin ein bisschen ängstlich, dass wir nicht fertig werden. Dann haben wir nämlich die soften Sachen, die ganzen Kleider.
kann zwar nicht mehr in den Spiegel gucken, aber wow. Brauchen wir den Karton noch für morgen? Für Müll oder irgendwas? Danke sehr. Tschüss. Ich kam auf die Idee, Aufräumen zu meinem Job zu machen, in dem Moment, wo ich selber einfach jahrelang sehr gedankenlos konsumiert habe, meine eigenen Schränke sehr, sehr voll waren. Und ich irgendwann die Schränke aufgemacht habe und gemerkt habe, es macht mich nicht glücklich, es beschwert mich eher im Alltag. Ich weiß gar nicht mehr wirklich, was ich alles besitze. Bestimmt. Ich bin sehr eng mit meiner Familie tatsächlich. Also wir verbringen sehr viel Zeit miteinander. Ich stamme ja aus einer Fliegerfamilie. Mein Bruder ist Pilot geworden und das ist natürlich ganz schön, weil wir inzwischen häufig eben zusammen durch die Welt reisen. Tatsächlich habe ich durch Gespräche in der Familie auch die Inspiration bekommen, wirklich das ganze Ordnungscoaching als Firma großzuziehen, weil ich bin mit meinem Bruder da nach Los Angeles geflogen und wir saßen beim Café und ich hatte diese Idee gerade sehr, sehr frisch in meinem Kopf. Und da habe ich ihm davon erzählt und dann hat er gesagt, du, also das wäre so toll, wenn du das machen würdest, weil gerade so der Keller ist so eine Aufgabe, da habe ich überhaupt keine Lust. Ich habe wenig Zeit und ich habe keine Lust in meiner Freizeit, mich in meinen Keller zu stellen und da alleine im Dunkeln aufzuräumen. Ich würde dir 20 € die Stunde bezahlen, wenn du mir das abnimmst. Und da dachte ich mir, wenn mein Bruder das sagt, dann ist das was. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil die Idee war eigentlich nur, wir hatten ein kleines Kind, Merle war zu der Zeit, müsste 1 gewesen sein. Man hat sowieso dann als Eltern wenig Zeit und auch überhaupt keine Lust, die wenige Freizeit damit Aufräumen eben zu verbringen. Sie fing bei sich selbst an, weil ich kann mich noch gut erinnern, in ihrem Zimmer, der Kleiderschrank, da gingen fast die Türen nicht mehr zu. Und irgendwann kam der Punkt, wo sie gesagt hat, das muss ich jetzt ändern, das geht so nicht weiter. Das war so der Startpunkt für ihre zweite Karriere. Meine Eltern sind beide schon immer sehr unterstützend, sowohl bei meinem Bruder als auch bei mir gewesen. Also meinen Bruder unterstützen sie zum Beispiel sehr auch im Familienalltag, was die Kinderbetreuung angeht. Aber genauso helfen sie mir im Lager oder mein Vater fährt dann mal die Sachspenden weg, weil ich einfach die Zeit inzwischen nicht mehr habe. Habe ich Decken vorgelesen? Weiß ich nicht. Bedarf von der Sachspendenstelle, also Kleidung, Damen-, Herren- und Kinderkleidung, Schulsachen, Schreibwaren, Malsachen, Kinderfahrzeuge, Buggies, Spielsachen. Da können wir auf jeden Fall den Puppenwagen mitnehmen. Ja, genau, den kann ich auch schon mal. Nähzubehör, dann kannst du das vielleicht auch mitnehmen. Das kann man mitnehmen. Perfekt. Das ist Nähzubehör auf jeden Fall. Waschmittel, Sicherheitswesten, Kindernahrung und Pflegeartikel. Gerade weil ich auch so große Mengen generiere und so viele Sachspenden sammle, schaue ich halt immer, dass ich einmal den einen was bringe, dann wieder den anderen. Und mir ist ja eben diese bedarfsgerechte Verteilung eben wichtig, dass die Leute auch wirklich das bekommen, was sie benötigen. Und das ist für mich viel Arbeit und ich muss immer wieder nachfragen und die Kontakte knüpfen und Kontakte auch halten. Aber das ist es mir einfach wert, weil das gehört zu meiner Firma dazu. Die heutigen Spenden gehen an Prolisoc. Das ist eine private Initiative, die vor einigen Monaten gegründet wurde und Sachspenden sammelt für ukrainische Geflüchtete auf einem Gelände der VGF. Und dort habe ich schon ganz viel hingebracht und mein Papa auch schon. Und wir sind da immer, werden da mit sehr offenen Armen aufgenommen, weil die wirklich also alles gebraucht haben, vom Topf bis zum Kinderwagen, weil die ja wirklich alle mit sehr, sehr wenig hier angekommen sind. Ich aber zurück. Diese Tasche, okay, alles klar. Davon lebt das Ganze. Spenden werden abgegeben, dann können die auch verteilt werden. Natürlich. Ohne Spender wäre das einfach nicht möglich. Dankeschön. Schönes Wochenende. Danke. Wenn es möglich ist, plane ich immer mindestens einen Tag Pause ein. In dem Fall hat es jetzt leider nicht geklappt. Also wir mussten wirklich 2 Tage am Stück aufräumen und das so einplanen. Bei größeren Projekten bin ich inzwischen so weit, dass ich mir Unterstützung von Abigail dazu hole, weil ich es einfach alleine nicht mehr schaffe und weil ich auch einfach merke, ich tue mir selber keinen Gefallen. Also ich habe das in den ersten Jahren wirklich alles komplett alleine gemacht und jetzt habe ich einfach für mich gelernt, es hilft mir, es hilft den Kunden, den Kundinnen und es macht einfach auch mehr Spaß zusammen, weil mit Abigail funktioniert das blind, die Zusammenarbeit. Hallihallo, ihr seid ja schon fleißig. Guten Morgen. Ich habe euch die Abigail mitgebracht. Für die Verstärkung heute. Hallo. Das hoch, dann kannst du das da drunter stellen. So, perfekt. Hallo, ich bin die Abby. Hi. Wart ihr schon fleißig heute Morgen?
Stets bemüht. Naja, nicht. Ein bisschen. Ein bisschen. Wie ging es euch denn gestern? Hattet ihr Muskelkater oder? Nö, Fix und Muskelkater alle? nicht. Aber man hat schon gemerkt, dass wir viel gemacht haben gestern. So mit dem Kopf auch. Mit dem Einfach Kopf, viele ne? Entscheidungen getroffen und sich Ja. von vielem auch gelöst. Und ja, war schon viel. War dann schön müde gestern. Das glaube ich euch. Heute Abend werdet ihr auch müde sein, weil wir haben ja echt noch einiges vor uns. Thema Waschmaschine. Um 11 Uhr würde ich mir gleich einen Wecker stellen, dass wir das nicht vergessen, weil da kommt ja jemand vom Genau. Sozialkaufhaus und holt die ab. Adrian, sollen wir uns an die Bücher machen? Ja, vor allen Dingen System. System. Die Frage ist, wie wir vorgehen. Ich würde aussortieren und Ja. du kannst ja mal gucken, ob man es irgendwie noch sortieren kann. Ja, die Chancen, dass wir das hier schaffen, sind herausfordernd, aber ich bin guter Dinge. Letztendlich wäre es aber natürlich trotzdem sinnvoll, die thematisch zu ordnen. Sabine und ich sind ja ein großer Fan davon, nach Farben zu sortieren. Ich glaube, das kommt jetzt für dich eher nicht so in Frage. Nach können's Autor. machen. Naja, dann, wenn dir das Spaß macht, nach Farben, können wir auch nach Farben gehen. Die Frage ist nur, ob es nicht das Finden der Bücher erschwert. Das musst du so für dich Also wenn du rausfinden. sagst, Farbe würde dir leichter fallen, dann machen wir jetzt Farbe. Dann sieht es ja schön aus auch. Dann machen wir es doch so. Und was ich dann sozusagen umstellen muss oder wo ich denke, das klappt dann nicht, aber vielleicht unterschätze ich es, dass es funktioniert. Wir Okay, machen jetzt mal nach Farbe. okay, cool. Ach, Blois? Blois ist die Geburtsstadt meiner Mutter. Oh. Ja, natürlich ist das von mir. Das hat Monsieur Hans Beilke. Das hat mein Vater uns, glaube ich, überlassen. Oh, wow. Sehr gut. Doch nicht alles nur Müll. Nee. Oh, hier sind Mints. Ich weiß nicht, wie alt die sind. Ich meine, das ist eine coole Box. Eine aber Sammelbox. Ach, Minz wird nie schlecht. Gib mal eins. Möchtest du eins? Ja? 10 Euro, das ist sogar 2. Komm, hier, 2. Du auch. Rattengift. Weißt du, was da drin ist? Ist das, ist leer. echt? Ja, weil da drin. Was ist da drin? Gar nichts. Eine Flasche Wein. Eine Flasche Wein. Jetzt habe ich gedacht, das Simpsons-Set. Ja, genau. Ah, Das haben wir wär's immer noch gewesen. nicht. Nee, Das haben wir immer noch das nicht. wird auch nicht mehr auftauchen. Ist das eine wertvolle Flasche Wein, Nico? Müsst ihr die Brunello heute Abend di öffnen? Montalcino. 1982 ist mein Geburtsjahr. Siehst du? Deswegen ist sie wertvoll. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Der Stefan Scheid. Wir hatten Sabine, einen- hallo. Die Waschmaschine wurde ja zwischenzeitlich auch abgeholt vom Sozialkaufhaus in Wiesbaden-Biebrich sitzen die. Das ist das Sozialkaufhaus fast wie neu. Brauchen Sie Hilfe denn irgendwie beim... Nein, steht das lieber. Ja? Okay. Und wir leben halt nur von Spenden. Also alle Dinge, die wir verkaufen, werden sonst im Müll geendet. Ja? Und wir geben denen quasi ein neues Leben, ein zweites Leben. Also pass auf. So. Da sind noch 2 von den Büchern, die hier Ja. dazugehören. Mein innerer Monk ist nicht happy, weil Nee. der eine passt hier nicht mehr hin. Nee. Das heißt, den muss ich hier noch hinstellen. ja. Und wir werden platzmäßig, Ja. wird es schwierig werden. Also hier haben wir alles Doppelte rein. Hier sind die Bücher einfach reingestopft. Ich glaube, da sind auch Doppelte rein. Also es wird schwierig werden, dass wir jedes Buch tatsächlich sehen können, jeden Buchrücken. Ein Bücherregal ist tatsächlich sehr, sehr zeitaufwendig. Das Ausräumen ist in dem Sinne gar nicht so die Zeitfrage, aber dann so dieses nach Farben sortieren, schon vorsortieren. Und je mehr Bücher natürlich vorhanden sind, desto länger dauert das. Also wenn du Sortieren. irgendwo noch braun siehst, Da hinten war, das war rot, haben wir das ist gesagt. alles rot. Da ist noch ein braunes Buch. Braun, braun, braun. Da ist noch ein braunes. Guck mal, von Hast du noch? Bandit. Oh, der Klassiker. Das war meins. Okay. Ja, es ist halt zu speziell manchmal auch, um es wegzugeben. Ne? Wenn ich jetzt wüsste, es studiert jemand Pädagogik, dann würde ich sagen, okay, kein Thema. Aber wenn man in dem Bereich nicht unterwegs ist, wird es schwer, glaube ich. Also ich hatte jetzt die letzten Jahre eigentlich Schwerpunktthema Mathe. Aber Geschichte haben wir natürlich auch immer als Gesamtschullehrer und ganz viel Rallye, Ethik, die Schwerpunktsetzung. Und deshalb auch diese verschiedenen Themen, die sich dann widerspiegeln. Soll ich jetzt die Regale zusammenschrauben? Ja, wenn das geht. Ich habe eine Bohrmaschine. Sehr gut.
Sehr gut, dann können wir die stabilisieren, die Wollen wir die Regale. zusammenschrauben? Ja, ich bin der Handwerker im Haus und ich mag so lösungsorientiertes Arbeiten. Oh, Entschuldigung, alles gut. Wo ist ein Orange für dich? Nee, wir können ja Pink hier hochpacken, oder? Können wir machen, ja. Aber sind wir mit Rot fertig, ist die Frage. Ja, wir haben gerade ein bisschen Stress, weil es kamen noch 3 Kisten Bücher, die wir nicht, mit denen wir nicht gerechnet hatten, die um die Ecke standen, weil wir dachten gerade, oh, es geht ja gut auf. Aber also Platz wird eng, wir müssen gucken, ob wir jetzt doch doppelreich stellen. Wir geben noch mal richtig Gas, wir sind bekannt dafür, dass wir richtig Gas geben. Manchmal klappt es noch, meistens klappt es noch, aber heute könnte es eine enge Kiste werden. Sonst stellen wir das ganz nach oben, würde ich sagen. Nee, die passen da nicht rein. Okay, gut. Ist es so? So. Ja, ich wäre heute ohne Abigail absolut aufgeschmissen. Ich meine, ihr seht, was sie hier, ohne dass ich irgendwas sagen muss, vor sich hin werkelt. Also ich hätte das Bücherregal ohne sie auf jeden Fall nicht geschafft. Also ganz sicher. Ich glaube, wir hätten dann heute Abstriche machen müssen. Okay, dann Fokus nur auf den Raum. Und den Raum hätten wir gar nicht geschafft, weil Abigail hat eigentlich jetzt, warte mal, jetzt ist es 15:30 Uhr. Wir haben um 9:30 Uhr angefangen mit Mittagspause. Den ganzen Tag das Bücherregal eigentlich nur gemacht. Also man darf das nicht unterschätzen, wie viel Arbeit so ein Keller ist. Und wir hatten jetzt mit 2 Tagen natürlich ein enges Zeitfenster. Und wir waren jetzt heute zu 4. Ja, jetzt ist besser. Sehr gut. Wow. Wow, ich finde auch nichts mehr, was mich stört. Boah, mega. So, ihr zwei. Ich würde sagen, wir sind durch. Was sagt ihr? Wahnsinn. Hättet ihr noch gedacht, dass wir es schaffen? Zeitlich? Es war ja knapp Vor am 4 Ende, Stunden nicht. Also echt Wahnsinn, was hier geschafft wurde. Und ich bin auch froh, dass der Ballast weg ist. Man hört es richtig hier drin, Hals wieder, es ist richtig Platz. Und es ist vor allem Ordnung, man weiß, was wo ist. Man findet Sachen wieder. Wir haben auch viele Sachen wiedergefunden, von denen wir nichts mehr wussten. Und habe die große Hoffnung vor allen Dingen, dass das jetzt auch so bleibt. Wir hätten es ohne Unterstützung gar nicht erst angefangen. Deshalb ist die Frage, ob man es geschafft hätte, immer so schwer. Man beginnt es einfach nicht, weil man hat es ja auch gesehen, im Laufe des Tages einfach in Arbeit ertrinkt. Und da das zu überwinden, den inneren Schweinehund zu sagen, jetzt starte ich mal, jetzt fange ich einfach mal an, das ist der schwerste Schritt. Ich denke, wir haben es wirklich erreicht, Nico glücklich zu machen. Super, vielen, vielen Dank. Ja, zusammen rübergehen. Wie happy bist du, Adrian? Sehr, sehr, sehr. Ich hätte nie gedacht, dass Farbe so viel Ordnung und guten Eindruck schafft. Ja, du warst ja nicht so ganz überzeugt am Anfang, ne? Ich habe nur 5 Minuten gebraucht, mich überzeugen zu lassen, weil die Freude zu groß war, doch nach Farben zu sortieren. Ich kann es nur jedem empfehlen, weil es die einfachste Sortiermöglichkeit ist und die schnellsten Ergebnisse bringt. Ja. Und dass insgesamt einfach so du dich auch hier ein bisschen dann einrichten kannst, dass dein Büro dann langfristig hier runterwandern kann. Das war ja das Ziel, dass wir hier Platz schaffen, ein bisschen Überblick schaffen. Du hast zum Beispiel auch gesagt vorhin, du kommst jetzt an ein Klavier, du wirst wieder spielen. Ich werde wieder spielen. Also allein das ist ja super schön, dass du da jetzt wieder den Platz hast und da ein bisschen musizieren kannst vor deinem eigenen Kunstwerk hier. So. Das sind jetzt die letzten Spenden, die nehmen wir dann noch mit. Genau. Vielen lieben Dank und schönen Nachmittag. Danke euch. Tschüss, ciao. Tschüss. Ciao.